Du nutzt HVX 360 und möchtest deine Handelspartner digital an das Cloud ERP anbinden? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute stellen dir Luca von Procuros und Dirk dir die Schnittstelle zum HVX 360 vor. Hallo Luca und hallo Dirk. Du tauscht 50 oder mehr Dokumente mit deinen Partnern im Monat aus und du möchtest das digitalisieren. Du willst dafür keine fünfstelligen Beträge investieren, sondern sie möglichst auf Knopfdruck anwenden und damit möglichst auch schnell live gehen. Ich will dir gemeinsam mit Luca heute zeigen, wie das geht. Luca, du arbeitest für ein innovatives Startup aus Hamburg. Moin erstmal. Magst du mal ein bisschen was zum Unternehmen sagen und was euch besonders macht, was ihr macht? Ja, gerne. Moin Dirk. Genau, wir sind wie du schon gesagt hast, ein Startup aus Hamburg und es gibt seit 2021 und wir sind inzwischen circa 30 Mitarbeiter und wir haben eine Lösung entwickelt, mit der man sich ganz einfach über eine API von Haufe an uns anbinden kann und dann eben mit verschiedensten Handelspartnern eben Dokumente austauschen kann. Ja, ihr unterstützt viele verschiedene Industrien und seid mittlerweile auch in mehreren Ländern präsent mit mittlerweile 2000 Handelspartneranbindungen. Ähm, die kannst du zu diesem Netzwerk auch noch mal ein bisschen was sagen? Was ist der Vorteil davon, so ein großes Netzwerk zu haben? Ja, gerne. Genau, also im Prinzip der große Vorteil ist, dass wenn man sich an uns anwendet, Hm. wir dann eben schon viele Handelspartner auf unserer Plattform angebunden haben. Ja, Das können zum Beispiel große Einzelhändler sein, wie Rewe oder Edeka, aber dann eben auch die wiederum Lieferanten von unseren Kunden und so wächst das Netzwerk stetig weiter und man kann dann verschiedenste eben direkt anbinden out of the box. und das stelle ich mir jetzt so vor, dass ihr da ja ein Portal habt, eine Internetanwendung, die wollen wir uns nachher auch nochmal genau im Detail angucken. Vielleicht sollten wir zuerst mal sagen, was macht ihr eigentlich anders? Ja, was, wie funktioniert das Ganze? Ja, ja, sehr gerne. Genau, und zwar bei uns funktioniert das so, man hat eben nur eine API-Anbindung vom ERP-System an Procuras. Im Fall von Haufe habt ihr eben dort auch den Connector für uns gebaut, sodass es für den Kunden sehr einfach ist, das Ganze mit wenigen Klicks aufzuschalten. Und wenn man dann einmal bei uns angebunden ist, dann kann man eben auch mit sehr wenigen Klicks einfach sagen, okay, ich möchte jetzt diese und diese Handelspartner anbinden und dann können wir das eben schnell über unser Netzwerk freischalten und das alles digital. Genau. Ja, also wenn du sagst ganz schnell, das ist ja wirklich mittlerweile so, dass wenn wir da jemanden aufgeschaltet haben bei euch, sein Lieferant zum Beispiel einfach die Bestellung per E-Mail irgendwo hinschicken kann. Eure Plattform verarbeitet die Bestellung dann so, dass wir die nach HVX 360 übergeben können und als Bestellung dann sozusagen digital mit dem Dokument dazu dann in dem Moment immer schon vorliegen. Und das heißt, wir sind nicht nur in der Lage, zwei Systeme miteinander zu verbinden, sondern wir können auch Lieferanten, die vielleicht jetzt noch nicht so weit sind, an euch als HVX 360 Anwender anwenden. Und das heißt, ihr habt das dann sehr niedrigschwelligen Einstieg eigentlich geschaffen, ne? Genau, ja. Unser Ziel ist immer, das Ganze möglichst technologieoffen zu bauen, also auch so, dass jeder, egal mit welchem Digitalisierungsgrad, sich an uns anbinden kann, Ja, um eben auch diesen Netzwerkgedanken weiterzuspinnen. Ja. ja. Was ich auch spannend finde, das macht ja sonst auch keiner, ihr übernehmt Setup, Betrieb, Support, stellt das alles zur Verfügung, nicht ganz umsonst. Zu den Konditionen müssen wir, glaube ich, auch nochmal kommen. Aber ne, ihr Ja. sagt nicht, ja, sagt uns mal mit wem und dann entwickelt ihr die Schnittstelle und dann bekomme ich anschließend eine Rechnung, sondern es gibt einen einmaligen Aufschaltpreis an die Schnittstelle auf euer Portal, initial, und dann nur noch Entgelte, die sozusagen ja monatlich sind und ein bisschen transaktionsabhängig sind, ne?
Genau, wir machen das Ganze dann rein über eine monatliche Gebühr. Da ist dann Ja. auch alles drin, wie du sagst. Also eine Full-Service-Gebühr sozusagen. Ja. Das heißt, ihr nehmt kein Entgelt pro Dokument und keinen Betrag abhängig vom Umsatz. Das solltest du Richtig. hervorheben. Genau, Das tun andere, nämlich machen ja, andere ja, genau. durchaus Also das ist anders. wirklich, ja, ja, genau. Das ist bei uns wirklich alles in einer Gebühr inbegriffen und Ja, egal wie viel man über uns macht, auch Dokumenten oder Transaktionsvolumen, alles ja. inklusive. Ja. Also, ne, also ihr seid sozusagen der All-You-Can-Eat der EDI-Schnittstellen. Genau. Ja, kann man so sagen. Ja, Perfekt. genau. Du hast da, hast ja auch so eine Grafik, was ich da jetzt sehe, sind ja, ich habe hier unterschiedliche Dokumente. Also wir reden nicht nur über Bestellung und Rechnung, da gehört noch durchaus mehr dazu, ne? Genau, richtig. Also wir decken da wirklich eine breite Palette an Dokumentenarten ab. Das reicht von, wie du sagst, Bestellung, Rechnung, aber auch Bestellbestätigungen, die Mhm. ja teilweise gefordert werden, oder ähm, Lieferavise, Produktstammdaten und so weiter und so fort. Ja. Genau. Mhm. Geht sogar noch weiter, was ich vermisste in der Liste, das weiß ich nur zufällig. Ihr habt sogar die Möglichkeit, Preislisten zu übermitteln und die so zur Verfügung zu stellen, dass wir die auch in Haufe X360 verarbeiten können. Oder wenn X360 die verschickt, dass die in dem Zielsystem verarbeitet werden können. Richtig, genau. Ja, Das ja. bieten wir auch an. Und Großhändler, Einzelhändler hatten wir jetzt schon, Marktplätze. Wir erkennen ja, dass auch, dass da Anbieter wie Edeka oder Rewe dann so große Portale haben. Welche Methoden gibt es noch und welche Arten von Geschäftspartnern gibt es noch, die wir anwenden? Genau, also es gibt dann, wie auch schon erwähnt, Lieferanten. Es gibt die Lieferantenportale, auch SAP, Ariba und so weiter, die angebunden werden können über uns. Und ja, darüber hinaus auch Logistiker zum Beispiel. Mhm. Also da haben wir auch die meisten auf der Plattform. Ja. Lass uns das mal so am so einem Beispiel mal durchspielen. Das ist hier, Luca, die Firma, wer ist das und was machen die genau? Genau, das ist die Firma Tony's Chocolonelli. Ja, Haben vielleicht manche auch schon mal im Supermarkt gesehen. Die ja, machen so sehr leckere Schokoladentafeln. ja. Die sind wahrscheinlich bei Ja, verschiedenen Ketten gelistet. ja, inzwischen bei sehr, sehr vielen tatsächlich. Ich glaube, sie haben inzwischen uns über 20 Handelspartner auch angebunden, ja. Und die haben jetzt das so, dass sie eigentlich ja wahrscheinlich dann alle Bestellungen von all diesen Partnern, die da angebunden sind, eigentlich digital direkt in ihr System reinbekommen, richtig? Genau, richtig. Hm. Ja. Und die Und dann auch gesamte, über uns wieder die Rechnungen verschicken und so. Genau. ja, ähm, da sind jetzt, ich sag mal, Einsparungen pro Woche 5 bis 6 Stunden. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Das müsste eigentlich fast mehr sein. Ähm, aber sei es wie es sei, der Vorteil ist natürlich, wir haben wirklich eine hohe Datenqualität und ihr habt die dann auch unterstützt, damit in andere Länder zu gehen, ne? Genau, ja. Also Tony ist wirklich sehr schnell gewachsen Ja, und hatte dann auch eben genau die Herausforderung, in neuen Ländern schnell neue Handelspartner, Handelsketten anzubinden, und ja. dafür haben sie dann auch Procuros genutzt. Aber ihr kümmert euch nicht nur um das Thema Bestellung und Rechnung, Lieferscheine, Preisliste und so weiter, sondern ihr kümmert euch auch um das Thema Logistik. Lass uns das mal durchspielen hier am Beispiel der Firma Daxa. Ihr habt also den Konnektor auch so gebaut, dass ich nicht nur mit meinen Handelspartnern, sondern auch mit meinen Logistikpartnern bis hin zum Thema Fulfillment kommunizieren kann und beauftragen kann. Was macht hier der Partner über das Haufe-System mit der Firma Daxa? Genau, also man kann dann im Prinzip, wenn man einen Fulfiller wie Daxa nutzt, auch dort die ganzen
verschiedenen Dokumentenarten mit DAXA direkt austauschen. Der große Vorteil hier ist auch, dass man dann so Dinge wie Lagerbestandsinformationen sich also in so stündlichen Abständen sogar immer wieder zuspielen lassen kann, um da auch Transparenz in den Prozess zu haben. Das heißt, ich kann da ein externes Lager betreiben und die Daten dazu auch dann mit meinem Partner, in diesem Fall DAXA, dann synchronisieren und kann den dann als Fulfiller benutzen. Finde ich ein schöner Überblick zum Thema Logistik und ist natürlich eine tolle Erweiterung, dass das jetzt mittlerweile damit auch geht, weil das spart natürlich dann, wenn man ohnehin schon mit Procuros arbeitet, auch die Anzahl der Partnersysteme, an die man sich anbinden muss. Es ist ja so, auch wenn wir die Daten elektronisch überspielt bekommen, können natürlich Fehler vorkommen. Ihr habt dann ein ziemlich rustikales System dahinter gelegt, um diese Fehler abzufangen. Ihr nennt das Fehlermonitor bei euch, ne? Wann greift dieser Fehlermonitor und wie gehe ich dann damit um? Muss ich dann das Dokument zurückgeben oder wie funktioniert das dann an der Stelle? Ja, genau. Also so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass jetzt vielleicht eine GLN zum Beispiel nicht richtig hinterlegt wurde Ja, und was ist eine das dann GLN? beim Handelspartner eine Identifikationsnummer für den entsprechenden Handelspartner sozusagen. Ist nach dem GS1-Standard eben und dient dazu, dass man sicherstellt, dass es auch beim Handelspartner verarbeitet werden kann. Und wenn die nicht stimmt, dann wird die bei dem entsprechenden Handelspartner abgelehnt, dieses Dokument, und kann nicht verarbeitet werden. Und dann kann das zu viel hin und her führen, weißt du? Weil dann der Handelspartner sagt irgendwie, okay, das konnten wir nicht verarbeiten, dann musst du wieder gucken, was war denn da falsch und so weiter. Und deswegen haben wir, wie du schon sagst, dieses Fehlermonitoring, dass da das System direkt erkennt, weil wir wissen ja, wie der Handelspartner es eigentlich haben will. Und dann kann man Workflows einstellen, dass man benachrichtigt wird und das dann schnell bei uns im Portal noch fixen kann, damit es dann direkt korrekt rausgeht. Das heißt, werde darauf hingewiesen, da war ein Fehler in der Kommunikation mit meinem Partner und korrigiere das jetzt. Ich hatte eingangs ja auch schon mal gesagt, geht sogar so weit, dass ihr PDFs, zum Beispiel mit Bestellungen, einscannt und dann an meinen Kunden der Haufix 360 habt überspielt. Das hast du hier jetzt auch nochmal so ein bisschen visualisiert. Also ich muss mir das wirklich so vorstellen, da kommt ein ganz normales PDF, da kann eventuell auch schon handschriftlich drauf geschrieben worden sein und das wird hier digital komplett verarbeitet? Genau, richtig. Dann auch wirklich auf Positionsebene Ja. und dann im Prinzip auch wie eine EDI-Nachricht sozusagen von unserem System so konvertiert, dass es dann direkt in Haufe wieder richtig reinläuft. Aha, okay. Ja, super. Das hört sich total interessant an. Dann lass uns doch mal bitte einmal ganz kurz auf, auf dein Bildschirm wechseln. Was wir jetzt sehen, Luca, das ist euer Portal. Und ich sehe da eine ganze Menge Partner. Das sind wahrscheinlich dann, ist diese Liste von 2000 Partnern. Da sind jetzt welche von angebunden. Da sehe ich hinter Edeka Connected to You. Das ist hier an der Stelle Englisch, aber ich glaube möglich. Wenn ich mich jetzt noch an andere Edeka Stellen, es gibt ja nicht nur die eine Plattform von Edeka, sondern andere heranhängen will oder zum Beispiel an Bräuninger mich anhängen will oder an Flaconi. Wie mache ich dann das? Wie ist da jetzt das Vorgehen? Wen rufe ich an? Das Gute ist, du musst niemanden anrufen, sondern du kannst das direkt hier über diese Seite machen bei uns. Wie du schon gesagt hast, hier sind alle unsere Handelspartner drauf. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich noch an Bräuninger oder vielleicht auch, wir können ja auch mal nach Rewe suchen, dann siehst du hier, okay, Rewe ist auch schon verbunden, aber vielleicht willst du noch mit der Rewe Group International handeln. Und dann klickst du einfach hier auf Connect. Genau, ja. Und dann klickst du hier drauf und dann kannst du hier die eben schon erwähnte GLN für diesen Handelspartner angeben.
und dann einfach auswählen, welche Dokumente willst du empfangen, welche möchtest du senden und dann das Ganze hier einfach an uns senden sozusagen. Und wir kümmern uns um den Rest. Also das wird dann dementsprechend dann auch aufgeschaltet. Ja, und unsere Schnittstelle sorgt dafür, dass diese Dokumente jetzt in Zukunft dann an euch übermittelt werden. Da gibt es halt dann diesen Pfad, dass man nicht nur was per E-Mail schickt oder ausdruckt, sondern an Procuros übergibt. Und da läuft das ganze Handling über die Schnittstelle. Das wird auch alles in X360 eingerichtet. Und so einfach ist das eigentlich. So einfach kann EDI 2025 folgende sein. Luca, das war ein super schöner Überblick. Ganz lieben Dank dafür. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu Inga, ne? Tschüss. Tschüss. Ganz vielen lieben Dank für diesen Überblick. Falls du jetzt noch Fragen haben solltest zu Procuros, zur Schnittstelle zu HVX 260, dann komm gerne auf uns zu oder auch auf Procuros direkt. Die Kontaktdaten verlinke ich wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden neuen Abonnenten und über jeden Kommentar zum Video. Bis bald!